Digitalpianos für Einsteiger mit ca. 1.350 € darf man das Geva DP345 als gehobene Einsteigerklasse bezeichnen. Wir dürfen also höhere Ansprüche stellen an Spielbarkeit und Klang. Ich bin gespannt, Yassin, was du sagst, denn ein Instrument in der Größenordnung muss für den Klavierunterricht geeignet sein und sollte von den Ausdrucksmöglichkeiten, denke ich mal, auch schon Fortgeschrittene begeistern können. Auf jeden Fall, ja. Was ist dein erster Eindruck? Lass mal hören. Gut, ja. Gefällt schon mal sehr gut. Ja, also Schöner, breiter Flügelsound. angenehmer Klang, mega die Dynamik, also wirklich von sehr leise Ja, das bis konnte man wirklich hören. extrem laut. Ja, also man kann da viel machen, hören wir dann vielleicht später auch nochmal in den Klassikbeispielen. Also mir gefällt die Tastatur gut, macht Spaß. Man kann auch so ein bisschen rockigere Sachen spielen wie da hat man mehr so dieses Perkussive und das Ja, das knallt geht dann gut, ganz geht gut. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber Ja gut, das ist mit jedem Digitalpiano so. Auch mit jedem akustischen Piano. Man muss sich erstmal ein bisschen einspielen. genau. Aber wenn man diese Arbeit dann ein bisschen gemacht hat und sich damit anfreundet, muss ich sagen, macht es auf jeden Fall großen Spaß zu spielen. Also interessant und auch natürlich die Tastatur hat einiges zu bieten an Features und Ja, die hat Ivory Touch. Das Ivory Field Tastatur. Gut, in der Preisklasse ist das schon mal auch echt ein guter Punkt. auf jeden Fall. Und nee, sehr positiv auf jeden Fall mein Klaviereindruck. Ja gut, also insgesamt, das gefällt mir schon mal. Ich würde natürlich gerne, wie immer, den Klassiktest machen und spiel mal die Stücke an. Okay. Du kennst es, ich bin kein Klassik-Experte, aber ich benutze Klassik als Anmutung, um eben diese Pianos zu testen. Die Diabelli-Variationen haben sich da als ganz gut erwiesen, weil die auch auf die Dynamik eingehen, auf eben die Klanglagen und so. Da benutze ich eine von Beethoven und eine von Schubert. Die von Beethoven etwas kräftiger, das ist dann diese. Das geht echt sehr gut, finde ich. Ich finde es sehr gut, diesen strahlenden Charakter vom Sound, aber auch, dass er Pianissimo kann. Und natürlich, das ist, kommt sehr kräftig und auch trotzdem so akzentuiert. Ja, Das finde ich sehr, sehr finde gut. ich auch, ja. Also die von Schubert ist getragener, die klingt dann so. Funktioniert auch gut. Also ich finde den Sound wirklich sehr gut. Da gibt es von der Dynamik her. Was mich etwas stört, ist das Pedal. Das ist so ein bisschen auffällig. Das macht Geräusche. Das finde ich nicht so richtig schön. Aber gut. Wissen wir jetzt nicht, ob das quasi standardmäßig so ist oder ob das jetzt nur bei dem Modell vorkommt. Ja, also mit dem Pedal war ein bisschen schwierig auch so, wenn es dann schneller geht, dann hat man manchmal den Eindruck, es verschwimmt etwas, aber es war jetzt nur so ein persönlicher Eindruck. Man muss sich einfach ein bisschen einspielen Richtig, und auch mit dem Gerät ein bisschen interagieren, um da ein bisschen auch reinzukommen. Ja. Genau, aber ansonsten... Ja, man muss wirklich aufpassen, dass es nicht verschwimmt. Ja. Aber es ist eine Gewöhnungssache. Aber gerade so in den Mitten, der Sound ist wirklich irgendwie geil. Also das ist so, Absolut. so Das brillant, aber auch... Das ist schön. Und er trägt auch schön. Ja. Super. Okay, hören wir uns noch ein paar andere Sounds an. Ich glaube, wir benutzen am besten die App dafür, die Geva kostenlos anbietet für Android- und iOS-Geräte. Hier ist zwar auch das Bedienfeld, sogar mit einem Display, finde ich toll. Aber ich glaube, übersichtlicher ist es über diese App. Ja. Und da gibt es dann andere Kategorien wie E-Pianos zum Beispiel. Hören wir uns doch mal E-Piano an.
klassisches Fender Rhodes. Klingt ordentlich. Ja, absolut kernig. So. Das gefällt mir sehr gut. Super, dann haben wir das nächste. Ja, ganz smoothes Rhodes auch, aber die Dynamik ist jetzt ein bisschen eingeschränkt, ne? Die ist deutlich eingeschränkter als beim Klaviersound okay. auf jeden Fall. Ja. Als Variante schön, wahrscheinlich als Layer-Sound sehr schön. Ja. Ja. Oder Ja, Wurlitzer. okay. Das klingt gut. Schön. Auch hier die Dynamik, wunderschön. Ja, eben hatten wir Layer erwähnt. Wo gibt's denn sowas? Da. Und jetzt gehen wir auf Kombination, neue Kombination. Und da kann man das schon sehen, alles klar. Jetzt müsstest du das Klavier haben. Alles klar. Jetzt nehmen wir den zweiten Klang dazu. Den kann ich hier anwählen, die Tastatur. Und da nehmen wir doch vielleicht den Klassiker, Strings. So, kannst du schon was hören? Noch nicht. Also irgendwas haben wir falsch gemacht. Warte mal. Ah, man muss es einfach länger drücken. Okay. Gut, jetzt müsste es auch funktionieren. Gut. Okay, jetzt kann man einfach weitere Sounds probieren. Ja, sowas würde ich dann eher nehmen. Das ist so ein etwas schönes, weiches Synthpad. Das passt besser. Ja. Wir könnten jetzt sogar noch einen dritten Layer dazu nehmen. Jetzt nehme ich dann noch mal ein E-Piano dazu. Gucken, ob das geht. Das E-Piano dazu. Und auch der Layer ist eingeschaltet. Okay. Kann man ein- und ausschalten, ohne dass jetzt irgendwo was da hängen bleibt. Schön. Funktioniert. Also wenn man weiß, wie es geht, dann funktioniert es ganz gut. Ja. Schön. Schöne App. Nettes Feature, ja. Ja, absolut. Cool. Und man sieht, es gibt ja dann doch einige Sounds, die man hier noch zur Verfügung hat. Strings and Choir, Organ, Gitarre, sogar Akkordeon. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Also für mich am wichtigsten sind also diese Möglichkeiten, dass man auch mal layern kann oder splitten. Und da kann man den Tastaturbereich sogar frei einstellen. Und ansonsten der akustische Klavierklang und die Tastatur. Das sind eigentlich so die Steckenpferde von dem Gewa DP345. Also macht auf jeden Fall Spaß. Dieser brillante Klavierklang mit der wirklich großen Dynamik haben wir in einem Klassikbeispiel gehört. Und aber auch die wirklich schön zugängliche Tastatur, die ein schönes Spielgefühl ermöglicht. Also macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Ja. Absolut. Ansonsten ganz solides Digitalpiano für Einsteiger und auch Fortgeschrittene, würde ich sagen. Mit allem drum und dran, was man eben so erwartet, mit Tastaturdeckel und so weiter. Tastatur, Sound gut. Also mir gefällt dieser akustische Klavierklang wirklich sehr gut. Ja. Ich spiele den unheimlich gern. Und der ist auch noch verfeinert. Also in der vorherigen Serie, da war der schon noch ein bisschen knallig im Fortissimo. Also war ein bisschen sehr lebhaft. Und hier gefällt mir das viel, viel besser. Also der ist viel, viel besser eingetunt und ist im Pianissimo schön und bis zum Forte rauf. Ja. Funktioniert sehr gut. Letzte Frage. Ist es für den Klavierunterricht geeignet? Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Preislich attraktiv, Tastatur ist gut, alles in einem, Made in Germany. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, Bluetooth haben wir drahtlos verbunden, das funktioniert auch. Also von der Ausstattung her auf dem neuesten Stand absolut gut. Genau. Prima.